herzlich willkommen alle Blitzrhythm-Möger, VR-Liebhaber und Freunde des Rhythmus-Games. Ich bin Soshiro und ich war letztes Wochenende in Barcelona. Ich weiß, jetzt wird der ein oder andere sagen, Barcelona, oh, jetzt erzählt er uns was von seinem Urlaub. Na, nicht ganz. Ich war nämlich da, um das Pico-Team und die Macher hinter Blitzrhythm zu treffen. Ja, wie ist es dazu zustande gekommen? Also in Blitzrhythm selber hat im September ein Event stattgefunden und da ging es dann um Highscore und Aktivitätspunkte und wer es da in die ersten 12 Platzierten geschafft hatte, der hat eine Einladung nach Barcelona bekommen. Ich konnte mich zu den Glücklichen schätzen, die unter den ersten 12 waren und so kam es dazu, dass ich jetzt zum Meet and Greet nach Barcelona fahren durfte. Ja, ich werde jetzt hier an der Seite mal so ein paar Bilder noch einblenden. Also das heißt, da könnt ihr dann so ein bisschen gucken, was wir alles so erlebt und gesehen haben, was für Erfahrungen wir dort gemacht haben. Und die ganze Reise ging dann letzten Freitag los. Ich bin also zum Flughafen, habe da noch einen weiteren Mitspieler getroffen, den Matze. Und wir sind dann zusammen nach Barcelona geflogen. Dort haben wir den nächsten Mitspieler praktisch eingesammelt. Das war der Sommerheiler, der kam aus der Schweiz. Und wir drei sind dann praktisch zum Hotel gefahren. Dort im Hotel angekommen, sind wir dann mit dem Aufzug nach oben auf die Hotelterrasse und da wurden wir dann schon von Pico empfangen. Ja, da hatten wir dann zum Beispiel den Fischer als Produktverantwortlicher von Blitzrhythm, die Conny, die uns immer Rede und Antwort im Discord steht, also uns Bettern-Testern. Und dann war noch das Vlog-Team mit Wai dabei. Und wir haben weitere Mitspieler kennengelernt. Da hatten wir den Dreamer Plays, der kam aus Rumänien. Wir hatten Cassandra, Giloni und Haruka aus Deutschland dabei gehabt. Und ihr merkt schon, Deutschland war sehr gut vertreten bei der Geschichte. Ja, nach einem kurzen Interview mit Matze und mir zusammen, durchgeführt vom Vlog-Team, wo es dann um solche Sachen ging, wie zum Beispiel, wie lange spielt ihr schon VR-Games oder was mögt ihr an Blitzrhythm, was mögt ihr nicht, wo ich denke, dass Matze und ich uns ganz gut geschlagen haben, ging es dann so über den gemütlichen Teil. Also das heißt, wir haben ein bisschen Smalltalk gemacht mit allen zusammen, haben die Aussicht über Barcelona auf der Terrasse genossen und nach einer kurzen Zeit haben wir dann gesagt, okay, wir haben noch alle ein bisschen Hunger, also wir Mitspieler. Und dann sind wir einfach mal in die Stadt gegangen, haben uns ein schönes Restaurant gesucht und haben den Abend gemütlich ausklingen lassen. Das Ganze ging nicht allzu lang, weil am nächsten Tag stand ein straffes Programm für uns an. Ja, bevor das Programm aber losging, sind wir natürlich im Hotel zum Frühstück gegangen und da haben wir dann unsere restlichen Mitspieler alle getroffen. Da hatten wir den John, den Mitzink aus den Niederlanden, wir hatten Mini Tomato und Pico Fischer und DH21 aus Spanien dabei gehabt. Und somit waren wir endlich komplett, also das heißt 12 Gewinner aus 5 Ländern plus nochmal das Pico-Team, was ja aus China kommt. Ja, wir sind dann alle zusammen zum Pico-Büro marschiert. Und da wurden wir dann von den restlichen Leuten von Pico begrüßt. Also da hatten wir dann zum Beispiel die Luana alias Uli, die wir auch aus dem Discord kennen, den Prime, Centao, Cao Hui, Emilia, Heng und den Andrew noch. Ich glaube, ich habe sie alle erwischt und einigermaßen richtig ausgesprochen. Ja, und dann haben wir uns alle erst nochmal vorgestellt. Also das heißt, jeder hat so ein bisschen was von sich erzählt, woher er kommt, wer er ist, um halt ein bisschen so das Eis untereinander zu brechen. Hat auch wunderbar funktioniert, alles super nette, sympathische Menschen dort. Es hat richtig viel Spaß gemacht, sich mit allen zu unterhalten. Und anschließend, nachdem, ging es dann los mit dem Producer Talk. Dann haben wir alle erstmal so eine Online-Befragung bekommen, wo wir dann mehrere Bilder und Videos zum User-Interface gezeigt bekommen haben. Und dann mussten wir immer zwischen 2 Bildern oder 2 Videos dann wählen, musste man halt immer sagen, okay, das eine hat uns besser gefallen als das andere und das Ganze dann begründen. Das ging dann eine Zeit lang, also es waren glaube ich so 13 Fragen insgesamt, also 13 Mal immer irgendwelche Vergleiche, wo wir dann unseren Favoriten praktisch ausgewählt haben und das Ganze dann begründet haben. Nachdem das dann rum war, war Brian dran von Pico und der hat uns so ein bisschen einen Überblick gegeben, woher kommt Blitzrhythm, wie sah es ganz am Anfang aus, was war der erste Prototyp und was war so der Grundgedanke und was wird so in der Zukunft passieren, beziehungsweise was ist da geplant.
Ja, also der Grundgedanke von Blitzwritten war, dass es so angelehnt sein soll an diese Dance-Arcade-Automaten, was es eigentlich auch ganz gut trifft. Und den ersten Prototyp, den wir gesehen haben, lasst euch eins sagen, mit dem Original, was wir heute kennen von den Beta-Testern, hatte der Prototyp wenig zu tun. Da haben wir noch ein bisschen Art gesehen, also sprich, wie Waffen designt worden sind, wie Maps designt worden sind und dann halt, wie gesagt, was die Zukunft bringt, also was alles so ansteht und geplant ist. Also wir haben geplant sind sowas wie Custom-Avatare, es werden mehr Songs kommen, es werden mehr Maps kommen, es werden mehr Waffen kommen. Im Multiplayer wird sich noch eine ganze Menge tun. Dann mein persönlicher Favorit ist der Custom Map Editor, den es jetzt schon gibt. Der funktioniert gut. Es dauert relativ lange, bis man sich dort eingearbeitet hat und bis man auch mal so eine Custom Map erstellt hat. Und da soll mit Hilfe von KI das Ganze so gestützt werden, dass man einfach nur noch einen Song reinlädt und der kreiert dann automatisch erstmal eine Map. Die kann man dann editieren, wenn man das möchte, aber man hat schon mal, ich sag mal, eine Grundlage geschaffen. Das finde ich super, wenn das kommt. Ja, das waren so die Sachen, die wir da dann gesehen haben und die uns dann vorgestellt worden sind. Also auch das User Interface wird sich weiterentwickeln. Und das heißt, da ist echt viel geplant. Dann gab es, was mir völlig neu war, dieses Jahr im Sommer schon so eine Art Championship in China, wo so die besten Spieler gegeneinander angetreten sind und dann halt ein Gewinner gekürt worden ist. Kann man jetzt nicht mit unserem kleinen Event vergleichen, das Ganze war viel, viel größer aufgezogen. Aber es hat halt nur in China stattgefunden, also das heißt, es waren nur chinesische Mitspieler da. Klar, der Beta-Test in Deutschland hatte gerade erst angefangen, beziehungsweise ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht angefangen, also nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das heißt, es war halt nur chinesische Spieler momentan, die da zur Verfügung standen. So, und da ist geplant, dass man das nächstes Jahr nochmal im Sommer macht. Und da soll dann auch ein europäisches Team vertreten sein, beziehungsweise eine europäische Gruppe. Und das heißt, wenn das Ganze jetzt Anfang des Jahres, auch das für denjenigen, der es noch nicht weiß, das Ganze wird Anfang des Jahres in eine Open Beta wechseln. Und das heißt, ihr könnt alle loslegen, euren Spaß haben, euch anstrengen und in den Rankings nach oben kommen. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr beim Championship dabei nächstes Jahr. Ja, also strengt euch an. Dann kam Andrew vom Pico Team und der hat uns alles Mögliche über Mixed Reality in Blitzrhythm gezeigt. Also sprich, was sind die Vorbereitungen, die man treffen muss, was für eine Software braucht man alles dafür, wie sind die Einstellungen. Es war super interessant. Ich werde auch ein separates Video noch über Mixed Reality dann machen mit Blitzrhythm, was man also alles so machen muss, sprich das, was ich da jetzt gelernt habe. Und also da könnt ihr euch schon mal freuen oder gespannt drauf sein. Das sollte jetzt in den nächsten Tagen, werde ich da mal in Angriff nehmen, das Ganze. So, dann konnten wir uns selbst noch filmen in Mixed Reality. Also das heißt, die hatten ein Büro extra dafür eingerichtet, wo dann alles dieses typische Greenscreen-mäßige aufgebaut war. Und da konnten wir uns dann filmen und der Andrew hat uns dann halt praktisch dort den Blitzrhythm reingesetzt und man konnte das also nochmal live verfolgen. Und ich sage euch, es sieht echt lustig aus, weil man denkt im Spiel immer, wie cool man sich bewegt. Ja, in Wirklichkeit ist da noch Luft nach oben auf jeden Fall. So kann man das Ganze sagen. Ja, dann war es irgendwann so um die Mittagszeit. Das heißt, wir haben eine kleine Stärkung zu uns genommen, wobei klein ist jetzt untertrieben. Es wurde ein riesen Buffet aufgefahren mit Tausenden von Tapas. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, was sie gedacht haben, wie hungrig wir Europäer alle sind, aber das war echt viel. Ja, und nach dieser Stärkung dann ging es dann los mit dem Kano Model Workshop. Ja, hört sich jetzt interessant an. Was kann man darunter verstehen? Also es war im Grunde so eine Art Brainstorming. Und zwar die Ursprungsfrage bei der ganzen Geschichte war, an was denkt ihr, wenn ihr an Rhythmus-Games denkt? Also zum Beispiel Lieder, Bewegung, challengend,
irgendwelche solche Sachen, also was einem spontan dabei einfällt. Dann sollten wir diese Begriffe konkretisieren. Also wenn ich das jetzt am Beispiel von Liedern mache, dass ich dann nicht einfach nur Lieder haben will, sondern eine große Auswahl an Lieder, viele Musikrichtungen. Und wenn wir das dann konkretisiert haben, dann haben wir so eine Matrix gehabt und ganz grob formuliert heißt das, wir hatten dann so Punkte, wo es hieß, okay, das ist uns total wichtig, das ist ein Must-Have, das müssen wir unbedingt haben, oder das ist weniger wichtig, oder sowas brauche ich gar nicht. Und dann musste das halt in den entsprechenden Stellen der Matrix zugeordnet werden. Dann haben wir noch einen Sprecher für jede Gruppe gewählt, also wir waren in Gruppen unterteilt, hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt. Und jede Gruppe hat dann einen Sprecher gehabt und da wurden dann die Sachen, die wir vorher halt diskutiert und ausgearbeitet haben, präsentiert. Und dann konnte man nochmal untereinander diskutieren, warum hat die eine Gruppe das so oder so genommen. Und die Ergebnisse davon hat dann Pico übernommen. Und das heißt, wenn wir Glück haben, wovon ich denke, dass wir so ein bisschen die europäische Sicht dort reingebracht haben, das soll dann irgendwann mit ins Spiel einfließen. Ja, das waren dann so die Phasen von, ich sag mal, Entwickler-Talk, Dev-Talk, den wir dann da gehabt haben. Danach haben wir dann noch so ein paar kleine Mitbringsel bekommen, wobei kleines da untertrieben, also echt tolle Sachen. Ich habe mich sehr gefreut, also das T-Shirt, was ich hier anhabe, also man sieht es hier, steht nochmal Blitzwritten, schön vorne das Logo drauf, auf dem Rücken, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da sind dann nochmal die Schwerter zu sehen. Und das Ganze war verpackt in diesem kleinen, ich habe es hier unten mal hingelegt, Täschchen. Da sieht man, steht auch mein Nick drauf. Ja. Und in dem Täschchen, auch wieder mit Logo versehen, hatten wir dann noch ein paar Sachen drin. Und zwar einmal haben wir so eine Schreibtischunterlage bekommen. Also wirklich cool. In der Mitte fett das typische Symbol für Blitzwritten. An der Seite dann nochmal das Logo. Und ja, die wird auf jeden Fall auf meinem Schreibtisch ihren Platz finden. Dann gab es dazu noch Söckchen, schwarz und weiß und jeweils auch mit Logo. Also sehr cool, ich habe mich sehr gefreut. Wir alle haben uns sehr gefreut darüber und ist doch was sehr Schönes, was man dann so als Andenken nochmal mitbringt. Und ich denke, jeder hat dafür auch seine Verwendung. Ja, dann stand noch ein kleines Mini-Turnier an. Also das heißt, wir waren ja die ersten 12 Platzierten und wir sollten dann uns gegenseitig noch mal ein bisschen battlen. Haben wir natürlich auch gerne gemacht, war ein Riesenspaß, war echt lustig. Dafür sind wir in 2 Teams aufgeteilt worden. Also einmal war das rote und das blaue Team. Ich war im blauen Team und zu meiner Schande muss ich gestehen, wir haben leider verloren. Also das rote Team ist als Gewinner rausgegangen. Also an der Stelle nochmal herzliche Glückwünsche dafür. Es war verdient. Und für uns als blaues Team hoffe ich, ihr gebt so ein bisschen Mitleid ab, ja, dass wir da leider nicht vorne mit dabei waren. Ja, dann waren es tatsächlich irgendwann schon so um die 19 Uhr. Also wie gesagt, das war ein langer Tag. Es ging morgens um 9 Uhr ja los. Viel erlebt, viel gesehen, viel getan. Und dann sind wir noch zum Hafen von Barcelona und haben da noch ein Dinner genossen. Also das heißt, alle Mann zusammengekarrt, alle von Pico, alle Mitspieler, alle Gewinner. Und dann sind wir ab zum Hafen marschiert und haben da schön diniert. Auch da konnten wir uns köstlich unterhalten, ein bisschen Smalltalk machen, natürlich über das Spiel reden, über die Entwicklung haben wir auch nochmal gesprochen. Und ich denke, wir konnten, beide Seiten haben davon sehr profitiert. Ja, also es war schon eine tolle Geschichte. Ja, sonntags sind wir dann noch ein bisschen durch die Stadt gebummelt, haben noch mal kurz mittags irgendwo was gegessen und dann ging es schon wieder ab in den Flieger und wieder zurück nach Deutschland. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank für diese tolle Erfahrung, Pico. Es hat wirklich Spaß gemacht, an der Sache da teilzunehmen. Und auch gerade die Diskussion mit den Entwicklern fand ich super. Also auch alles, was man so für Background-Informationen dann bekommen hat, das gibt einen ja doch mal einen ganz anderen Eindruck nochmal auf dieses Spiel. Und Blitzwritten ist ein tolles Spiel. Also mir macht das immer riesig Spaß, damit zu spielen. Ich fand es toll, die ganzen Leute aus den Ranglisten dann auch mal persönlich kennenzulernen, also die anderen Gewinner. Weil man kannte sich halt aus dem Discord, hat miteinander mal ab und zu mal geschrieben, aber die Person halt mal in Real Life zu sehen, ist fantastisch.
Und ich sage mal jetzt, hier jemanden aus der Schweiz oder aus den Niederlanden, da ist noch einfacher ein Treffen vielleicht möglich, aber mit den Spaniern oder mit Prima Plays aus Rumänien, auch ein klasse Typ, also das kriegt man ja sonst nicht hin. Ja. Und auch halt die Leute vom Pico-Team alle kennenzulernen, war eine ganz tolle Geschichte. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass unsere ganzen Wünsche und Anregungen zu diesem Rhythmus-Game, also zu Blitz Rhythm, in das Spiel mit einfließen werden und wir unsere Sicht aus der europäischen Seite gut einbringen konnten und einfließen. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen. Das war mein Meet and Greet in Barcelona mit dem Pico-Team. Und ja, ich sag Bye-bye und hoffe, wir sehen uns wieder. Alles klar, macht's gut.